herzlich willkommen, lieber Schütze, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 19. bis 25.11.2018. Schön, dass du wieder dabei bist und wir schauen, ja, welche Energien in dieser Woche für dich da sind, was du nutzen kannst, was vielleicht nicht so gut ist. Denk dran, es ist eine allgemeine Legung, das kann nicht immer für jeden passen. Und du ziehst dir das raus, was für dich relevant ist, was dir in deiner Situation weiterhilft. Darum geht es. Wenn es nicht passt, versuche es nicht passend zu machen, das hilft nichts. Ja? Es ist wichtig, dass du deine freie Entscheidung triffst, wenn dich was anspricht. So, also schauen wir mal, welche Energien von außen kommen in dieser Woche. Die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist Geheimnisträgerin, natürlich. Sie weiß alles. Und sie ist jemand, der nicht damit hausieren geht. Aber sie hat eine Intuition. Sie erspürt Dinge. Also kannst du davon ausgehen, dass deine Umwelt, die Menschen um dich herum erspüren, was mit dir passiert, wie du dich fühlst, dass du das nicht verbergen kannst. Interessant. Gucken wir jetzt mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst in dieser Woche. Dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnungen und Ängste, was gut ist für dich, was nicht so gut ist für dich in dieser Woche und der mögliche Ausgang. Hinzu kommen natürlich die Karten. Ups, da fällt schon eine runter. So. Hinzu kommen die Karten für die einzelnen Wochentage. Dabei kann das auch mal ein Tag früher, ein Tag später sein oder zwei. Das sind die Energien, die da vorherrschen und das passt immer für jeden ein bisschen anders, wenn es denn passt. Und du schaust mal, was du damit anfangen kannst. Das ist ja das Wichtigste. Du entscheidest ja auch letztendlich, was du davon nutzen kannst und was nicht. So, dann gucken wir erstmal, welche Energien du auch mitbringst in diese Woche, wie du dich deiner Außenwelt präsentierst, energetisch gesehen. So, 4 der Schwerter. 4 der Schwerter ist Ruhebedürfnis, ist ausgepowert. Ja, du brauchst ein bisschen Ruhe. Also geh es locker und flockig an. Kein Stress. Versuch Stress zu vermeiden. Ja, weil auch nur jemand richtig funktionieren kann, der sich die nötige Ruhe gönnt. Das ist einfach so. Auch ein Krieger, ein Soldat, ein Ritter braucht mal eine Ruhephase. Sonst ist er nicht fit. Die Wochentage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, schauen wir aber als erstes mal deine Energien, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Der Gehängte. Du hast das Gefühl, es geht nichts weiter, es stagniert. Prima, weil dann kannst du dir Gedanken darüber machen, wie das weiterlaufen soll, wie die anderen denken. Du kannst die Perspektive wechseln. Ja? Wenn du jetzt momentan einfach, ich sag mal, stagnierst, ist das die beste Gelegenheit, sich ja zu überlegen, woran könnte das liegen, was kann ich in Zukunft tun oder ja, was gibt es, was ich anders machen sollte. Dein Wunsch in dieser Woche ist der Mond. Und der Mond, das ist das Unbekannte. Du möchtest das Unbekannte erforschen, wissen, wie es weitergeht. Ja, und ja, das kommt auch, aber noch nicht sofort. Deine Hoffnung und Ängste, Prinzessin der Stäbe. Du möchtest in deinem Element sein. Du möchtest die Dinge angehen. Du bist zielgerichtet. Du möchtest nach vorne stürmen. Aber mit der Stagnation ist das vielleicht dann nicht so die beste Idee. Vor allen Dingen auch nicht mit den 4 der Schwertern. Du brauchst Ruhe und das musst du auch anerkennen. Das musst du auch sehen. Wenn dein Körper vielleicht angeschlagen ist oder wenn du krank bist zum Beispiel, das würde auch die Stagnation erklären, dann gönne dir bitte die nötige Ruhe. Was ist denn gut in dieser Woche? Das Rad des Schicksals. Also auch wenn du selber vielleicht nicht eingreifen kannst, pardon, wenn du selber nicht eingreifen kannst, im Hintergrund werden die Fäden gezogen. Das heißt, du musst dich auch nicht um alles kümmern. Das wird schon. Cool down. Ja? Du hast die 4 der Schwerter, du bist mit dir selber beschäftigt, damit Dinge zu ergründen. Du suchst das Unbekannte. Du möchtest am liebsten nach vorne stürmen, dass es vorangeht. Aber im Hintergrund werden sozusagen die Weichen gestellt. Also nichts überstürzen. Bleib ruhig. Nicht gut für dich ist die Sonne. Die Sonne,
Das bedeutet, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Die Sonne ist ja die positivste Karte überhaupt. Sie bestrahlt dich. Sie gibt dir ja den Impuls. Jupiter ist in deinem Sternzeichen. Ja? Er bestrahlt dich auch. Er gibt dir Kraft. Er gibt dir diese Kraft. Aber es ist noch nicht so weit, das auszuleben. Ja? Ausgang, 9 der Münzen. Unabhängigkeit, Freiheit. Das, was du willst. Ja? Aber eben langsam. Ja? Das typische Wort Geduld. Aber du kennst das schon, du hast das jetzt oft genug gehört, du hast es oft genug exerziert, du weißt, dass es sich lohnt. Der Montag, der Stern, Hoffnung, ja, nach den Sternen greifen. Denk nicht klein, denk groß. Aber das muss geplant sein, ja? Das darfst du nicht übers Knie brechen, da musst du dir schon ein paar Gedanken dazu machen. Solche großen Sachen musst du auch im Detail bedenken. Am Dienstag der Mond. Es gibt Unbekannte, Dinge, die dir nicht bekannt sind, die im Hintergrund ablaufen. Da musst du warten, da musst du schauen, was da passiert. Die Entscheidung liegt vielleicht nicht bei dir. Am Mittwoch die Welt, der Neuanfang. Dinge entwickeln sich, ein alter Zyklus ist abgeschlossen. Du kannst neu durchstarten. Wie das aussieht, gucken wir gleich. Donnerstag, 7 der Stäbe. Du stehst für das ein, was dir wichtig ist. Das ist auch gut so. Du hast eine Rüstung an und weißt dich zu verteidigen. Die Frage ist nur, musst du dich verteidigen oder bist du so, ich sag mal, in deinem Verteidigungsmodus drin, dass du das als Automatismus schon, ja, hergibst. Da gucken wir gleich. Am Freitag haben wir Königin der Münzen. Das könnte ein Erdzeichen sein, eine Jungfrau, ein Stier oder ein Steinbock, könnte aber auch deine Energie sein. Vielleicht hast du auch Jungfrau als Aszendent oder Mondzeichen. Die Erdenergie ist stabil, verspricht finanzielle und familiäre Sicherheit. Das ist schön, das wünscht sich jeder, nicht nur ein Erdzeichen. Der Samstag, 2 der Schwerter. Da möchte jemand eine Entscheidung nicht treffen. Das ist aber notwendig. Gucken wir mal weiter. Sonntag, Transformation, Tod. Das ist die Veränderung. Es verändert sich etwas. Das kommt später. Also im Moment noch nicht. Gucken wir uns das Ganze nochmal mit einem zusätzlichen Kartendeck an. Wir haben hier die Stagnation. Gucken wir mal, warum. Wegen der Unbekannten. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich zu warten. Es lohnt sich, die Unbekannten erstmal sozusagen rankommen zu lassen. Du willst aber wissen, was das ist. Ich kann es mir vorstellen. Ich glaube dir das aufs Wort, sofort. Es wird sich lohnen, habe ich doch gesagt. Ass der Münzen. Zusammenarbeit. Das könnte bedeuten, dass jemand auf dich zukommt und dich um Zusammenarbeit bittet. Vielleicht geht es um eine Versetzung, eine Beförderung, was weiß ich. Irgendwas, was dir jetzt noch nicht bekannt ist. Also keine Ungeduld, bitte. Im Hintergrund läuft das Rad des Schicksals für dich. Deine Hoffnung und Ängste sind, dass du in deinem Element vorankommen kannst. Momentan sieht das noch nicht so aus. Du musst daran arbeiten. Das heißt, halte dich noch etwas zurück. Die 7 der Schwerter ist die Diebstahlkarte oder dass man sich zurückhält. Halte dich noch ein bisschen zurück. In dieser Woche ist die Zeit noch nicht reif dafür. Aber arbeite an den Projekten, die du jetzt schon bearbeitest oder wo du schon dran bist. Hör nicht auf, lass nicht nach. Gut für dich ist das Rad des Schicksals, 10 der Kelche. Möglicherweise kommt da jemand in dein Leben, der dein Liebesleben, dein Gefühlsleben bereichert. Noch nicht. Momentan fühlst du dich ein bisschen einsam. Vielleicht auch in der Partnerschaft. Aber sei gewiss, das kommt. Ja? Du musst dich zurückhalten. Du musst dich mit dem erstmal zufrieden geben, was du hast. Warum ist die Sonne nicht gut? Zu viel Gefühl. König der Kelche, Romantik und Sicherheit.
Das ist etwas, was man langsam aufbauen muss. Das geht nicht so mit einem Fingerschnippen. Aber du bist dran. Ich weiß das. Du arbeitest daran. Aber halte dich zurück. Ich sag mal, das wäre so zum Beispiel, ich habe die Schnauze voll, ich kündige den Job, ich mache mich selbstständig. Noch nicht. Noch nicht. Bleib cool. Und hier, im Hintergrund spielt sich alles ab. Du kriegst das nicht mit. Es ist dir unbekannt. Aber da ist eine Hölle viel Gefühl. Und momentan fühlst du dich eben gar nicht so. Egal, du weißt, dass es kommt. Ja? Und der Ausgang ist, du bist unabhängig und frei. Du lässt die alten Enttäuschungen hinter dir. 10 der Schwerter. Und die Liebe kommt in dein Leben. Ja? Es ist so, das habe ich vielen Sternzeichen in dieser Legung schon gesagt. Die alten Schmerzen müssen erst verarbeitet sein, müssen erst hinter dir liegen, damit du sie nicht in eine neue Beziehung mitnimmst. Ganz wichtig. Ganz wichtig, ja? Gucken wir jetzt nach den einzelnen Wochentagen. Der Stern. Möglichkeiten ergeben sich. Alte Zöpfe werden abgeschnitten, es ändert sich was. Halleluja, endlich. Aber es geht langsam. Ritter der Münzen. Langsames Arbeiten an dem Erfolg. Du bist kein Klein-Klein Sternzeichen. Du willst den großen Coup, du willst den Lottogewinn, 90 Millionen Euro Jackpot. Aber warum? Fang doch mal mit 1 Million an. Wir sind ja bescheiden, ne? Also, gedulde dich, ja? Du bist dran, du bist mit den Fingerspitzen, kannst du es schon fühlen, ja? Da sind, wie gesagt, am Dienstag die Unbekannten, die da noch wirken, Dinge, die sich da entwickeln. Glaube an dich, bitte. Da bist du. Glaube an dich. Du hast es fast geschafft. Ja, am Mittwoch haben wir den neuen Start. Du bist traurig. Alte Dinge, alte Schmerzen, klar. Transformation, Veränderung, das ändert sich. Die Traurigkeit vergeht. Ja? Der Neustart geht erst, wenn du die Traurigkeit überwunden hast. Du hast eine Rüstung an, du weißt ja, wenn es dir gut geht, dann sind sie alle da. Wenn du traurig bist, bist du allein. Das ist aber bei jedem so. Also hast du deine Rüstung an. Ich habe so viel rumgeschleppt, ich habe so viel ertragen, so viel hinter mich gebracht. Ja, hast du. Und jetzt bist du bereit, die Dinge in deinem Sinne zu vervollständigen. Aber auf die gleiche Art, wie du diese ganzen anderen Widrigkeiten überwunden hast. Mit Geduld und Spucke, Disziplin und Wille, eisernem Wille. Freitag haben wir die Königin der Münzen. Du hast Möglichkeiten, deinen Lebensweg neu zu gestalten. Und hier weißt du auch ganz genau schon, wo es hingeht. Das ist dein Neustart. Du stehst sozusagen in den Startlöchern. Aber der Startschuss ist noch nicht gefallen. 2 der Schwerter. Der Narr, Neubeginn, alles hinter sich lassen und Ausgewogenheit, 6 der Münzen. Du weißt im Moment nicht, wofür soll ich mich entscheiden. Sprich mit anderen, teile deine Gedanken, deine Bedenken mit anderen. Versuche weiterhin, wie der Narr, unbedarft und ohne Belastung voranzuschreiten und ausgewogen zu sein. Die Balance zu halten, ja, zwischen Geben und Nehmen. Hier hast du die Transformation, die Änderung. Jetzt bin ich gespannt. Ritter der Schwerter. Bube der Schwerter. Es kann sein, dass du am Wochenende dann, am Sonntag, einen Wutanfall kriegst, weil dir das alles so gegen den Strich geht. Weil du es erstmal nicht mehr hören kannst, die ganze Nummer mit der Geduld und warte noch und warte noch und warte noch. Solange du diesen Wutanfall in deinen eigenen 4 Wänden ohne irgendwelche Beteiligten hast, ist das vollkommen in Ordnung. Du solltest dir nur nicht damit irgendwelche Chancen verbauen. Tob dich aus. Geh zum Sport. Mach irgendwas, dass du deine Wut
Und diese Frustration, die du empfindest, weil du immer noch warten musst, lass sie raus. Aber nicht an jemand Unschuldigem, bitte. Das wäre nicht gut. Die erste Orakelkarte ist Aufrichtigkeit. Ich kann Wahrhaftigkeit von anderen nicht immer erwarten, wohl aber von mir selbst. Sei ehrlich zu dir selbst, aber wie gesagt, erwarte es nicht von anderen. Ja? Andere verstehen dich vielleicht überhaupt nicht. Verstehen nicht, warum du wütend bist. Verstehen nicht, warum du ausflippst. Es ist doch alles gut in deren Augen. Ja? Du kannst das nicht nachvollziehen, aber hier ist noch eine Orakelkarte für dich. Musik zur Manifestation. Um schnell zu manifestieren, denke an deinen Wunsch, während du singst, summst oder musizierst. Das heißt Action, lieber Schütze. Mach was, damit es dir besser geht. Du hast es in der Hand. Ja? Du brauchst Ruhe. Du musst relaxen. Du musst deine Kräfte sammeln für den letzten Schritt oder für den Siegeslauf sozusagen. Das kommt. Auf jeden Fall. Sei aufrichtig zu dir selbst. Du weißt, dass du platzt, weil du denkst, boah, immer noch nicht, immer noch nicht. Das ist für jeden anders. Für jeden von euch ist das anders. Ja? Aber lass es raus. Schluck's nicht runter. Geh raus, geh schwimmen, geh, weiß ich, Sport machen. Lass dich nicht davon unterdrücken. Du musst deine Kräfte sammeln, bündeln, damit du zum letzten Schlag ausholen kannst und das erreichst, was du dir vorstellst. Und dazu solltest du nicht mi machen, ich arme oder arme, sondern sagen, ja, tschakka, ich schaffe das. Jo, wir schaffen das. Bob der Baumeister. Egal, ne? Hauptsache, du hast irgendeinen Spruch, der dich vorantreibt. Und du schaffst das. Du kriegst das gewuppt, garantiert. Und ich denke, dass du einfach jemanden brauchst, der dir so ein kleines bisschen in den verlängerten Rücken tritt. Damit du merkst, Mann, es ist zwar langwierig, es ist ätzend und ich mag nicht mehr, aber es geht nicht anders. Ja? Und ich hoffe, ich konnte das hier mit ein bisschen tun, ganz liebevoll. Ja? Und wie gesagt, ich bin gespannt, was du in den Kommentaren schreibst. Sehr gespannt. Ich möchte, dass du durchhältst. Ja? Jo, wir schaffen das. Und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Halte durch, das Unbekannte arbeitet für dich. Denk dran. Das, was du nicht weißt, ist genau das, was dich vorantreibt, was dir den Erfolg bringen wird. Also lass dich überraschen und freu dich drauf. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Und wenn ich dir in irgendeiner Form jetzt helfen konnte, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ich drücke dich. Alles Liebe für dich. Bis bald. Tschüss.